Diese Maus ist wie eine Ballerina auf einem Vulkan und sie gehört zu dem dreckigsten PC, an dem ich jemals gewerkelt habe. Eigentlich wollte ich mir nur für eins meiner Spaßprojekte eine Grafikkarte kaufen. Und an der Grafikkarte hing noch ein PC dran. Für 100 € habe ich dieses Monstrum gekauft, riesengroß und echt schwer und total verdreckt. Die SSD ist Teil eines anderen Projektes geworden. Einen Link dazu findest du oben. Als Ersatz habe ich eine kleinere SSD ausgewählt, die aber ganz neu ist. Das wird dann das Bootlaufwerk für das Betriebssystem. Der PC war von Anfang an zum Ausschlachten gedacht, ist aber auch für sich eigentlich noch ganz brauchbar. Teilweise sind überraschend hochwertige Komponenten verbaut, wie die Sound Blaster Karte, eben die überraschend gute Grafikkarte für den Prozessor, ein altes Motherboard, das einen lustigen Knopf hinten hat, mit dem man das BIOS resetten kann, ein leistungsfähiger Core-to-Quad-Prozessor von Intel und 8 GB DDR2 RAM. Außerdem noch ein Be Quiet Netzteil mit 600 Watt. Neben all den eingebauten Komponenten und auch denen, die ich nicht genannt habe, hat der PC auch jede Menge Staub gefressen. An dem ganzen Staub und Dreck haftet Patchouli-Geruch. Ob der PC wirklich funktioniert, teste ich, indem ich den PC einfach so wie er ist starte. Aus dem Lüfter kommt mir eine Staubwolke entgegen. Ich hätte lieber eine Maske tragen sollen. Zum PC gehörten auch noch ein Monitor, eine Tastatur und eben die gezeigte Maus. Er gehörte einer Studentin, die damit auch ab und zu was gezockt hat, aber jetzt unzufrieden mit der Leistung war. Ich denke zwar, dass ich hier ein gutes Schnäppchen gemacht habe, aber ich weiß auch, dass da viel Arbeit drin steckt. Der Computer startet ganz normal, bleibt dann aber in der Bootschleife hängen, was verständlich ist, weil ich hier die Festplatte ausgebaut habe. Also braucht er ein neues Betriebssystem, doch bevor ich eins installiere, gehe ich erstmal mit der Entfernen-Taste ins BIOS. Dort kann ich mir in Ruhe anschauen, welche Komponenten eingebaut sind und ob auch alles ordnungsgemäß funktioniert, sowie einige Einstellungen vornehmen, die gleich noch wichtig werden. Weil ich vom USB-Stick aus booten möchte, muss ich die Bootreihenfolge hier im BIOS verändern, damit das auch gelingt. Auf einem USB-Stick habe ich die Linux-Distro Elementary OS, die ich ausprobieren möchte. Auf einem anderen Stick habe ich Windows 10 geflasht. Sobald ich im BIOS meine Einstellungen vorgenommen habe, kann ich speichern und neu starten. Dann sollte vom Stick aus gebootet werden und hier sieht man schon das Logo von Elementary OS. Ich teste gerne zuerst eine Linux-Version auf solchen Rechnern, weil man da gut sehen kann, was eingebaut ist, falls man das noch nicht weiß, und auch sehen kann, ob das System an sich gut funktioniert, wenn ein gutes Betriebssystem installiert ist. Und erst im zweiten Schritt schaue ich dann, ob man auch Windows darauf installieren kann, weil doch die meisten User Windows spannender finden oder aber damit besser zurechtkommen. Was mich bei alten Rechnern meistens interessiert, ist, ob sie noch zum Arbeiten geeignet sind, ob man damit streamen kann, ob man damit Texte verarbeiten kann und so weiter und so fort. Mit dem Linux-Sensorbefehl kann man die Temperaturen auslesen und sehen, ob diese alten Systeme auch vernünftig laufen oder vielleicht überhitzen. Diese Temperaturen hier könnten durchaus etwas besser sein im normalen Betriebszustand, sind aber nicht besorgniserregend. 30 bis 50 Grad sind bei normalem Betrieb eines Computers völlig in Ordnung. Ich installiere jetzt die 64-Bit-Version von Windows 10, um dann einige Programme laufen zu lassen. Mit dem Programm Hardware Info 64, das übrigens portabel ist, kann man ganz viele Systemeigenschaften auslesen. Mit der Benchmark Passmark Performance Test 10 kann ich dieses System testen und sehen, was es kann. Das hilft mir auch, dieses System einzuordnen im Vergleich zu anderen Systemen, an denen ich schon gearbeitet habe, und so gewinne ich ein klareres Bild davon, was ich mit diesem Computer anfangen werde.
Die Tests in dieser Benchmark sind vielfältig und sehr interessant. Es geht darum, wie Texte dargestellt werden können, Zoom-Funktionen im Browser, aber auch bei Bildern und aber auch bei Darstellungen von verschiedenen Formaten von Bildern, PDFs und so weiter. Auch spannend zu sehen ist, wie die Grafikleistung ist bei verschiedenen DirectX-Versionen und ob das System diese Version unterstützt. Das ist gerade für Gamer spannend, weil man dann sofort weiß, was möglich ist und was nicht. Bei diesem System beispielsweise sieht man, dass die Grafikkarte noch durchaus leistungsfähig ist. Natürlich kann ich damit keine aktuellen AAA-Spiele spielen, aber für viele ältere Games reicht es noch. Der Score dieser Drecksschleuder liegt insgesamt bei 1573 Punkten und ich werde nachher diesen Test noch einmal durchführen und schauen, ob sich was verändert hat. Da mir das übertrieben große, klobige und schmutzige Gehäuse nicht passt, habe ich folgenden Plan. Ich baue alle Komponenten aus, reinige und warte sie und baue sie dann in ein neues Gehäuse ein.
Die Arbeit ist getan, das ganze System ist einem neuen Case untergebracht. Das Case habe ich für 10 Euro gebraucht bei eBay bekommen und nun habe ich ein kleineres, kompakteres und viel leichteres System, das aber auch wirklich grundgereinigt ist. Diese Arbeit sollte man nicht unterschätzen. Auch wenn sie eigentlich handwerklich leicht ist, ist sie doch sehr zeitaufwendig und man muss vorsichtig sein. Gerade wenn man sich vorgenommen hat, alles gründlich zu reinigen, dann muss man ja auch die einzelnen Komponenten aufschrauben und das erfordert eben auch viel Zeit. Einen kleinen Überraschungsfund gab es dabei auch noch. Im DVD-Laufwerk befand sich noch dieser Spider-Man-Film. Ich will die Benchmark noch einmal laufen lassen und sehe aber jetzt schon im Startbildschirm die Temperaturanzeige, die nun anders als vorher im unteren Bereich der Temperatur liegt, der in Ordnung ist. Insgesamt also ca. 10 Grad kühler ist als vorher. Das ist auch eine der Erklärungen, warum das neue Testergebnis deutlich besser abschneidet. 100 Punkte gewonnen durch einfach mehr Sauberkeit und Wartung. Eine 6%ige Leistungssteigerung. Einen Computer sauber zu halten ist extrem wichtig, um die volle Leistungsfähigkeit zu erhalten. Verstaubte, verdreckte Ventilatoren laufen nicht so gut, kühlen nicht so gut, wie sie sollten und damit kann das System schnell wärmer werden, als es soll. Wer also beim Arbeiten und Gaming das System ausreizen will, der muss es gelegentlich auch pflegen. Zum Abschluss dieses Videos zeige ich noch Aufnahmen aus dem Spiel Ghostbusters Remastered aus dem Jahr 2019, das man hier in mittleren Einstellungen flüssig spielen kann und auf diesem alten System immer noch Spaß macht. The more damage you can sustain and still stay on your feet. This bar indicates your pack's heat level. When it gets to the top, you'll want to vent the pack and keep it from shorting out and resetting. For the most part, capturing a ghost is pretty straightforward. You're a wicked shot, newbie! See that overlay on the ghost? It indicates the current accumulation of a ghost's PKE. The more you disperse, the weaker it becomes. Pack's moving into the red, cadet, vent it! Keep it centered in the cone and let the trap do the work. Very nice, kiddo. You've got some real promise. Oh, and always remember to retrieve your trap. Did you get them? We're batting 500. Slimer slipped up. Our cadet bag is first put home. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.